Hi guys, it's time for the ATCs in June for 2020 and I'm starting here with roaming through all my leftovers and all the yummy bits, getting them together and planning to use them on the ATCs. It will be 30, of course. June has 30 days. So, and I start to cut up the right size, 3.5 and 2.5 inches. So, I have quite a lot of alcohol ink backgrounds, so that's what I use as well, or planning to use. Of course, I'm at the beginning. I don't really know yet what it will be every day, but you will see. So, hallo ihr Lieben, ich werde heute das erste Video zeigen für die ATCs für 2020 und ich fange hier an und suche mal alle meine übergebliebenen Sachen zusammen. Ich habe ganz viel Alkohol-Ink-Hintergründe, die ich jetzt auch schon mal zusammenschneide, dass ich die richtige Größe habe, 2,5 Inch mal 2,5 Inch, nein 3,5 mal 2,5 Inch natürlich. Und ich fange direkt mit meiner ersten Karte an. Und zwar ist es ein Teebeutel hier mit schwarzem Tee, den ich aufbewahrt habe und entleere den jetzt. Er ist richtig schön trocken, entleere das und packe den Teebeutel im Prinzip genau wieder in der gleichen Weise zusammen wie vorher. Und packe dann auch den Faden wieder rein. Und dann werde ich anfangen, darauf zu malen. Ich fange aber mit einem Aquarellgrund an. Das ist sowas Ähnliches wie Gesso, allerdings für Aquarellmalereien speziell, dass es wieder schön aufsaugt. I'm starting in my first card with a tea bag that's pretty dry. I start with emptying the tea out and I fold it back in the way it was before. And you can see me fiddling here the thread through again. So I start with this watercolor primer, and it's a bit like gesso, but it will it will soak up the watercolor. It's a bit like watercolor paper. It acts a bit like that. I need, of course, several layers here just to cover the background, and but that works quite good. Ich habe dann hier wie ihr seht, mit dem Aquarellgrund angefangen und brauche natürlich wesentlich mehr Schichten als nur eine, einfach auch um das Dunkle im Hintergrund zu überdecken, und vor allen Dingen kommt dieser Schwarztee immer wieder durch, was manchmal auch ein schöner Effekt ist, aber in dem Fall wollte ich es doch halt schon ein bisschen deckend haben. Es deckt nicht 100%, aber ist doch schon super. Ich mache mir hier so einen kleinen Sketch, wie ich so ungefähr vorgehen will, und übertrage das dann hier jetzt auf meinen Teebeutel. I start here with a little sketch on the right, on that paper. Wasn't sure actually if that works in that size, but it did really work. So, and it is a box where a person jumps in. And you will see why I did that, because of the sentiments at the end. And working here first with my pencil and then go over it with my black ink liner. And when that's dry, I will use my watercolor marker to colorize it here. Ich habe dann erst mit dem Bleistift gearbeitet, einfach auch wieder um radieren zu können. Und dann gehe ich da mit dem schwarzen Inkstift drüber. Und wenn das dann alles trocken ist, dann kann ich anfangen mit meinen Aquarellmarkern hier. Die sind von Tombow, den benutze ich recht gerne. Und ihr habt ja gesehen, das ist eine Figur, die in so eine Box hüpft, steckt oder was auch immer. Und was das bedeutet, werdet ihr hinterher sehen. Ihr habt möglich schon meine ATCs gesehen. Ich poste ja jeden Tag in den Social Media die täglichen Posts, die ich mache für jede Karte. Das könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, was ich als erstes gepostet habe. Es ist alles über diesen Spruch, den ich hier habe. Not to be boxed in is essential for an artist. Das heißt, einfach sich nicht kategorisieren lassen als Künstler. Und das finde ich auch immer wieder wichtig. Ich bin auch so ein Typ, ich mache so ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe auch keine Lust, immer wieder das Gleiche zu machen. Klar gibt es Sachen, die ich gerne mache, wo ich Vorlieben habe, aber ich probiere mich doch immer ganz gerne wieder neu aus.
It's not to be boxed in. It's essential for an artist. For me, it's really, yeah, it's important because I don't want to do the same every time again and again. I quite like to try new stuff, and I try to be versatile, and yeah, that's what I like. For the background here, I used just a watercolor card, bit of gesso on top, I think, and then I work with the distress oxides here, a bit of water, a bit of white ink, just to get some drops on, and that's it. And then I will glue my little T-Bag on it and the words. Ich habe dann hier den Hintergrund mit, da war schon Gesso drauf, glaube ich, und habe ein bisschen Distress Oxides mitgearbeitet und dann eben Wasser drauf und Tropfen drauf und was nicht noch alles. So ordentlich wollte ich es nicht haben. Und dann kommt mein kleiner Teebeutel da drauf und meine Wörter. Also der Satz ist natürlich schon lang, aber ich wollte es dann haben. Es ist auch nicht schön getrennt, aber da geht es nicht drum. Es geht einfach darum, dass es passt, funktioniert und einigermaßen balanciert ist. Und dann bin ich schon mit meiner ersten Karte fertig. Ich werde euch 2 weitere zeigen. Ich werde in allen meinen Videos jeweils 3 Karten zeigen. So arbeite ich immer, so habe ich die letzten Jahre gearbeitet, werde es auch weiterhin so machen. So, das ist jetzt eine Karte, da hatte ich schon mit Modellierpaste, mit Stencil, Schablone gearbeitet und ein bisschen, das ist glaube ich auch Distress Oxides in the background, im Hintergrund. Und da arbeite ich jetzt einfach drauf. Da mache ich nicht ganz so viel. Ich nehme, was da ist und arbeite damit. You know, this is a background I had left over that was already stenciled with modeling paste. And on top of it, it's oxides, I think, distress oxides. And I just work with what I have there. I'm not doing a lot. It's a very quick card. I just give this, this pattern a bit more depth by shading it here with my Stabilo oil, and now I'm working with my pearl maker and go in some of this shapes, and that's it actually. Ich habe dann hier mit meinem Perlenmacher noch gearbeitet und ein paar von diesen Mustern aufgegriffen. Und das war es eigentlich schon. Da kommt jetzt dann gleich noch ein Wort drauf. Ich habe hier die Ecken und die Kanten noch schwarz gemacht. Dann kommt mein kleiner Mikrokosmos hier noch drauf. So that's the word I'm putting on. It's microcosm. So it is pretty similar to the German word like microcosmos. But when you read it, you can guess what it might be. So, and the last one, I'm using this absolutely beautiful leftover ink, alcohol ink thing. And I'm working here with, it's a masking tape for when you're doing renovation. It's absolutely fantastic. I love it. So I'm making my mask with my die cut here, with a die, and cut out the shape. And I can glue it here on my card. And I can remove that without any residue. I really love that stuff. And it sticks. It sticks. Nothing sits under. And you can remove it fantastically. And you can use it again and again. That's what I really love. Ich habe dann hier eine eigene Maske fertig gemacht mit diesem, das ist so zum Renovieren, so ein Abdeckband, das einfach nur genial ist. Da brauche ich natürlich schon was, wo es drauf klebt. Das nehme ich dann immer so Verpackungen, hat man ja öfter mal, oder wo so Stempel drauf waren, was eben nicht so eine non-sticky Sache ist. Und das kann ich dann ausstanzen. Und das klebt super, da geht nichts drunter, aber man kann es auch fantastisch wieder abmachen und immer wieder gebrauchen. Das ist wirklich super, das Zeug. Ich liebe es einfach. Dann habe ich Gesso draufgepackt. Gesso ist ja schwarzes Gesso, ist ja immer ein bisschen stumpf. Um das ein bisschen glänzender zu haben, habe ich dann obendrauf noch von meinen High Flows, die Golden High Flows draufgepackt. You know, I put some gesso on top, and black gesso is a bit dull, so that's why I put some of my high flows on top to get it a tiny bit more shiny. And at the very end now, some golden lines around my butterfly, and I will put some dots into the black areas, and that will it be. Ich habe dann hier noch mit dem Gold gearbeitet. Da kommt jetzt ein schöner Rand um meinen Schmetterling, und dann werde ich, weil ich noch was über hatte und es natürlich auch viel schöner aussieht, noch ein paar Punkte
Punkte hier überall verteilen auf meiner Karte. Und dann war es das schon. Ich mache da nicht viel mehr. Ich glaube, da kommt nicht mal mehr ein Wort drauf. Ich bin jetzt nicht immer so für, weil manchmal passt es halt nicht und dann muss es auch nicht sein. You know, I think I'm not putting a word up here because sometimes it fits, sometimes it doesn't. So it doesn't always need a word. To me, it's just the beauty of this little ATC. And I think it's, yeah, I had some, of course, you can see the gold left over, and that was for the edge. Weil ich hier noch ein bisschen über hatte von dem Gold, kommt das noch an die Kanten, was natürlich ein schöner Abschluss ist. So, the close-up is coming now. You will see this card and the other cards I showed already, I think. And no, I will show them all single. I just see that. Oh, that will take time, guys. No, that's okay. The other videos, I will put them all three together in a close-up, so that's much easier. So that was the first one I showed, and I really like this one. I quite like to work on tea bags. So ich habe dann hier die 3 Close-ups einzeln gemacht, aber wie gesagt, in den anderen Videos werde ich die alle zusammen zeigen. So guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. I hope I will see you very soon again with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay healthy, take care. Don't forget to stay creative. So bye bye guys. So ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Aber vergesst bitte nicht, bleibt kreativ. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.